Okay, nur noch eine E-Mail. Oh, nein, zwei. Hallo zusammen. Ich bin Anna. Hallo Anna, du klingst ja, als wärst du mitten in der Arbeit. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Lukas. Hallo Lukas. Ja, ich bin mitten in der Arbeit. Es ist schon spät, aber ich bin noch nicht fertig. Ich habe das Gefühl, ich arbeite nur noch. Ich habe keine Work-Life-Balance mehr. Ah, die Work-Life-Balance oder auf Deutsch das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Leben. Das ist unser Thema heute, wie man ein gesundes Gleichgewicht im Leben findet. Wir werden darüber sprechen, warum das so schwierig ist und welche Strategien uns helfen können, unser Leben besser zu balancieren. Das ist eine Lektion auf B1-Niveau, also erwarten Sie eine tiefe und nützliche Konversation. Ich hoffe, du hast gute Tipps. Ich fühle mich im Moment überhaupt nicht im Gleichgewicht. Ich bin nur müde. Das ist ein sehr verbreitetes Gefühl, aber wir können daran arbeiten. Der erste Schritt ist, zu verstehen, was Balance überhaupt bedeutet. Viele Leute denken, Balance bedeutet 50% Arbeit und 50% Freizeit. Aber so funktioniert das Leben nicht. Manchmal müssen wir mehr arbeiten, manchmal haben wir mehr Freizeit. Balance bedeutet, dass du mit den verschiedenen Teilen deines Lebens zufrieden bist. Zufrieden sein. Momentan bin ich nicht sehr zufrieden. Ich habe das Gefühl, die Arbeit nimmt 100% meines Lebens ein. Lass uns das analysieren. Was ist letzte Woche passiert? Letzte Woche war eine Katastrophe. Ich habe jeden Abend bis 21 Uhr gearbeitet. Ich hatte keine Zeit zu kochen. Ich habe nur Pizza bestellt. Ich habe meine Freunde nicht gesehen. Und ich habe sehr schlecht geschlafen. Ich verstehe. Du hast also deine Gesundheit und deine sozialen Kontakte geopfert. Du hast das getan, weil du dachtest, die Arbeit wäre wichtiger. Ja, ich habe meine Freunde nicht angerufen, weil ich zu müde war. Und ich habe schlecht gegessen, weil ich keine Zeit zum Kochen hatte. Das ist der Kern des Problems. Ein Ungleichgewicht entsteht, wenn wir unsere wichtigsten Prioritäten ignorieren. Es ist wichtig, dass du deine Prioritäten definierst. Ist Arbeit deine einzige Priorität? Nein, natürlich nicht. Meine Gesundheit ist mir wichtig. Und meine Freunde sind mir sehr wichtig. Aber die Arbeit ist so laut. Sie schreit immer, ich bin am wichtigsten. Geht es Ihnen auch so? Welche Prioritäten in Ihrem Leben ignorieren Sie, wenn Sie viel Stress haben? Um das Gleichgewicht wiederzufinden, müssen wir lernen, die lauteste Stimme, die Arbeit, zu kontrollieren. Dafür brauchen wir eine klare Strategie. Die wichtigste Fähigkeit für eine gute Work-Life-Balance ist Grenzen setzen. Das bedeutet, Nein zu sagen. Och, das ist sehr, sehr schwer für mich. Besonders meinem Chef gegenüber. Wenn er mich um etwas bittet, sage ich immer Ja. Ich verstehe. Aber wenn du immer Ja zur Arbeit sagst, sagst du Nein zu deiner Gesundheit und zu deinen Freunden. Du solltest lernen, höflich, aber bestimmt Nein zu sagen. Wie könnte ich das tun? Ich will nicht unhöflich sein. Du musst nicht Nein sagen. Du kannst eine Alternative anbieten. Lass uns ein Rollenspiel machen. Ich bin dein Chef. Hallo Anna, ich weiß, es ist schon 18 Uhr, aber könnten Sie mir bitte diese Präsentation bis morgen früh fertig machen? Ja. Ja, natürlich. Kein Problem. Nein, das ist die alte Anna. Versuch es noch einmal, aber sei assertiv. Benutze den Konjunktiv 2. Hallo Chef?
Ich verstehe, dass die Präsentation wichtig ist, aber ich habe heute schon andere Pläne. Ich könnte sie morgen früh als erstes fertig machen. Wäre was in Ordnung? Perfekt. Das war professionell, respektvoll und klar. Du hast eine Grenze gesetzt. Haben Sie das gehört? Ich könnte sie morgen früh machen. Wäre das in Ordnung? Das ist höfliches, aber starkes Deutsch. Eine andere wichtige Grenze ist ein Feierabendritual. Du musst deinem Gehirn ein Signal geben, dass die Arbeit jetzt vorbei ist. Normalerweise habe ich einfach den Laptop zugeklappt, aber mein Gehirn hat weitergearbeitet. Genau. Dein Ritual könnte sein, du räumst deinen Schreibtisch auf, du schreibst deine To-Do-Liste für morgen und dann schließt du den Laptop und sagst laut Feierabend. Nachdem du das getan hast, darfst du keine E-Mails mehr lesen. Okay. Nachdem ich meinen Schreibtisch aufgeräumt habe, fängt meine Freizeit an. Jetzt kommt der zweite wichtige Teil der Balance, die Freizeit. Was machst du normalerweise am Abend, Anna, wenn du endlich mit der Arbeit fertig bist? Ehrlich gesagt, ich bin meistens so müde. Ich lege mich auf das Sofa und schaue 4 Stunden lang Serien. Das verstehe ich. Das ist eine sehr häufige Reaktion. Aber das ist keine Erholung, das ist Ablenkung. Was ist der Unterschied? Ablenkung ist passiv. Dein Gehirn ist immer noch im Konsummodus. Aktive Erholung ist etwas, das deine Batterien wieder auflädt. Ein Hobby, das dich glücklich macht. Du brauchst Aktivitäten, um einen echten Ausgleich zur Arbeit zu schaffen. Um einen Ausgleich zu schaffen? Was wären denn gute aktive Erholungen? Etwas Kreatives, wie Malen oder ein Instrument spielen. Etwas Soziales, wie Freunde treffen oder mit der Familie kochen. Oder etwas Körperliches, wie Sport treiben oder in der Natur spazieren gehen. Ich habe früher sehr gern gemalt, Perfekt. aber ich dachte immer, ich hätte keine Zeit dafür. Du solltest dir wieder Zeit dafür nehmen. Obwohl du nur 30 Minuten malst, wirst du dich danach erfrischter fühlen als nach 2 Stunden Fernsehen. Okay, ich habe eine Idee. Ich werde diese Woche meine alten Malsachen heraussuchen. Und ich werde versuchen, am Mittwochabend 30 Minuten zu malen, damit mein Gehirn sich entspannen kann. Das ist ein wunderbarer Plan. Die letzte Strategie für heute ist eine kleine Revolution. Die meisten Menschen managen ihre Zeit. Erfolgreiche Menschen managen ihre Energie. Energiemanagement? Nicht Zeitmanagement? Genau. Es ist egal, wie viele Stunden du hast, wenn du keine Energie hast. Du weißt das. Um 21 Uhr Abend hast du vielleicht Zeit, aber keine Energie mehr für kreative Arbeit. Du musst deine wichtigsten Aufgaben dann machen, wenn du die meiste Energie hast. Meine meiste Energie habe ich am Vormittag, so gegen 10 Uhr. Also solltest du deinen Tag neu strukturieren. Du solltest deine wichtigste, schwierigste Aufgabe am Vormittag machen. Die oberflächliche Arbeit wie E-Mails könntest du am Nachmittag machen, wenn deine Energie niedriger ist. Das wäre logisch. Aber was ist, wenn ich am Vormittag Meetings habe? Dann müsstest du versuchen, diese Meetings zu verschieben. Oder du müsstest am Tag davor mit deinem Chef sprechen. Du könntest sagen, Chef, wäre es möglich, dass ich von 9 bis 10 Uhr ungestört arbeite? Ich bin dann am produktivsten. So, Anna. Jetzt haben wir ein komplettes System für dein Gleichgewicht. Lass uns deinen neuen Work-Life-Balance-Plan für die nächste Woche erstellen. Okay, mein neuer Plan. Ich bin bereit. Gut. Erstens die Grenzen. Was wirst du tun, wenn dein Chef dich bittet, am Abend zu arbeiten? Ich werde höflich, aber bestimmt sein. Ich werde sagen, ich würde das gern machen, aber ich kann es erst morgen früh erledigen. Perfekt. Zweitens die aktive Erholung.
Was ist dein Plan, um dich zu erholen? Ich werde am Mittwochabend 30 Minuten malen und ich werde am Samstag meine Freunde treffen. Sehr gut. Und drittens, dein Energiemanagement. Was ist deine wichtigste Aufgabe für morgen und wann wirst du sie machen? Meine wichtigste Aufgabe ist, das neue Konzept zu schreiben. Ich werde morgen von 9 bis 11 Uhr meinen Kalender blockieren und nur daran arbeiten. Anna, das ist ein fantastischer Plan. Er ist klar, strukturiert und realistisch. Ich bin sicher, dass du dich am Ende der Woche viel ausgeglichener fühlen wirst. Danke, Lukas. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich einen Plan habe und mein Leben wieder kontrollieren kann. Ihre letzte Mission für heute. Es ist eine Planungsübung. Sagen Sie uns in den Kommentaren 2 Dinge. Was ist eine Grenze, die Sie diese Woche setzen werden? Ich werde... Und? Was ist eine aktive Erholung, die Sie planen werden? Ich werde... Wir sind sehr gespannt auf Ihre Pläne für mehr Gleichgewicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank für Ihre Geduld. Vergessen Sie nicht, Ihr Leben besteht nicht nur aus Arbeit. Pflegen Sie alle Teile. Auf Wiedersehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.